Hallo und willkommen, ich bin's, euer Bike Fritz. Und heute geht es hier um dieses Rad. Das ist ein Canyon Spectral On CF6 und das Besondere ist, es ist nicht neu, nein. Es ist von 2021, genauer gesagt Oktober 2021 und ich zeige euch heute so einiges zu diesem Rad. Was taucht das Rad eigentlich noch so nach 2,5 Jahren bis zu 3 Jahren hin? Ich sag euch, was ich alles an diesem Rad verändert habe. Ich sag euch, was musst du alles zwischendurch mal so austauschen, ne? Wie das so ist, ne? Verschleißteile. Fährt es sich einigermaßen noch? Was macht der Akku? Taucht der noch was nach der ganzen Zeit? Und zum Schluss die große Frage, will ich es weiterfahren? Ja oder nein? Seid gespannt. Bevor ich aber jetzt das alles erzähle, stelle ich dir erstmal das Bike vor. Also, Canyon hat dieses Rad bis April 2022 verkauft. Canyon hat es damals beworben als, oh, das muss ich ablesen, ein Rebell unter den E-MTBs. Ein absolutes Spaßbike für technische Single-Trades. Ja, und ich kann euch das wirklich nur bestätigen, ne? Aber dazu kommen wir später mehr. So, hier ein paar technische Daten. Dieses Rad wiegt knapp über 23 Kilo. Der ganze Rahmen ist aus Carbon, nicht ganz, ne? Das hier ist hier hinten alles ist Aluminium. Also dieser gesamte Federbalg hier hinten. Ne? Das Ganze wird gedämpft mit einer RockShox-Feder und vorne haben wir auch eine RockShox, eine Yari drauf, ja eine Yari. Der Motor, zum Motor selber. Also das ist ein kleines Monster mit 85 Newtonmetern. Und hier drin, hier vorne, da befindet sich der Akku. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, die Räder. Räder, seht ihr, sind von Raceface. Reifen von Maxxis. Ne, 2 verschiedene Arten. Das Beste ist, ich mache mal Folgendes. Bevor ich euch hier weiter hin und her juckel mit dem ganzen Rad, ich blende euch mal die ganzen Spezifikationen hier auf der linken Seite ein. Ja, schauen wir uns mal die Kette an. Die jetzige Kette hat so 2800 Kilometer runter. Ne, stimmt nicht ganz. Das Rad hat 2800 Kilometer runter. Die Kette hat 1800, 1900 Kilometer runter. Also die Bremsen. Die Bremsscheiben, ja, da ist noch genug Millimeter drauf, da brauchen wir noch nichts machen. Ich könnte die mal nachmessen. Die Bremsbeläge, die habe ich einmal getauscht. Ja, warum eigentlich? Eigentlich war noch genug Profil drauf. Ich glaube, ich wollte mal wieder am Bike schrauben. Oder ich habe zu viel Geld. Auch egal. So, gucken wir weiter. Reifen, ja, ist mir eigentlich ein bisschen peinlich. Also Reifen ist hinten ein neuer drauf. Aber warum? Boah. Ja, wie soll ich das sagen? Habt ihr das schon mal gehabt? Wenn ja, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Ich habe eine Beule im Mantel gehabt. Also es ging so richtig so, was ich vorhin schon sagte, ab und zu gibt es mal so ein paar Exzesse von mir. Dann donnere ich irgend so einen Trail runter und das war so richtig steiniger Trail. So richtig, boah, und alles was ging. Unten angekommen war alles gut. 3 Kilometer später, was ist denn das, ne? So blub, 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 blub. Weitere 10 Kilometer weiter, bum, 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 bum. Also ich habe mir echt gedacht, ich hätte mir die Felge auch noch kaputt gefahren. Das habe ich danach geguckt. Nee, es war nur der Reifen. Nur der Reifen. Nur der Reifen. Und dann habe ich den Reifen ausgetauscht. Ja, wie gesagt, Sattel habe ich ausgetauscht. Da ist jetzt dieser neue Vizig-Sattel drauf. Vizig. So, letztes Mal habe ich das auch wieder falsch ausgesprochen. Vizig-Sattel drauf. Und vorne habe ich von Spank dementsprechend einen neuen Lenker drauf. Ich habe mir die Ladebuchse abgerissen. Erzählt das bloß keinem weiter. So viel Dämlichkeit, ne? Also Ladebuchse abgerissen, weil ich zwischendurch mal kurz am Hinterrad was geschaut habe. Denn wenn ihr schaut, das hier ist die Ladebuchse. Wenn ihr einen Stecker drin habt und das Ding macht einmal Klicke-Klacke, boing, abgerissen. Ja, der Spaß hat dann irgendwas bei 55 € gekostet. Wie gesagt, das Rad hat knapp 2800, 2900 Kilometer hinter sich. War meistens immer nur so auf kurzen Strecken unterwegs. Ich habe jetzt die letzten Tage ein paar Tests gemacht. Wie gut ist der Akku noch nach ca. 55 Ladezyklen? So, und zu den Tests, da kann ich Folgendes machen. Ich blende euch die mal ein. Also es ist wirklich interessant gewesen. Mit Eco-Modus
Ne, über 100 Kilometer Reichweite. Mit Trail-Modus locker 80. Mit Boost-Modus, es kommt auf eure Fahrweise an. Also ich schreibe das mal hier hin, ihr könnt auf der Seite da gucken und wie gesagt, das liegt wirklich komplett an eurer Fahrweise. Wenn ihr also zum Beispiel sagt, hey, ich will ja mal gerade 30 Kilometer irgendwie zur Arbeit fahren oder 32 Kilometer oder 33 Kilometer ist doch Jacke, dann kommt es darauf an, wie ihr hinfahrt. Fahrt ihr nur mit 18, 19 Kilometer pro Stunde hin im Trail-Modus mit circa 30 bis 40 Newtonmeter Unterstützung, dann kann das schon mal sein, dass du Akku zwischendurch mal laden musst. Nein, der Akku ist dann natürlich schneller leer. Wenn ihr natürlich die ganze Zeit immer schön so mit 25, 26, 27, 28 Kilometer pro Stunde dahin kachelt und natürlich dementsprechend den Biomotor dazu schaltet, der natürlich weitaus mehr Power hat, ne, dann hält das auch mal 100 Kilometer. So, jetzt kommen wir zu den Fahrleistungen. Ne? Also Fahrleistungen. Bombe! Das Ding geht ab wie Schmitz Katze. Wenn ihr im Boost-Modus so über die Trails donnert im Wald, ich habe ja hier mehr so Flachlandwald, ne? Mit ein paar kleinen Höhenmetern drin, dann könnt ihr richtig Attacke machen. Das Ding macht richtig Bock. Das ist auch wirklich total egal, ob das Top-Wetter ist und ihr den Staub vom Waldboden einatmet oder ob hier richtig die Matschkiste losgeht. Ja, gerade im Matsch macht das richtig Bock. Ne? Richtig einsauen, das macht echt Bock mit dem Rad. Es tritt sofort an. Ne? Und das einzige Problem, wenn ihr runterfahrt, also irgendwo Trail runter, das ist so ein System hier, Shimano, dann klackert der Motor ein bisschen. Ne? Aber das ist nicht wild, das ist ganz normal. Müssen wir mal gucken. Ne? So, also Fahrleistungen sind Bombe. So, mein Fazit zu diesem Rad. Auch wenn das jetzt schon ein bisschen in die Tage gekommen ist und einiges erlebt hat, ich kann euch nur sagen, das macht jedes Mal richtig gute Laune. So nach dem Motto, willst du grinsen, fahr in den Wald. Ne? Manchmal ist es dort auch kalt. Nee, komm, keine, ich muss mal gerade kurz aufpassen, hier sonst lande ich gleich im Schlammloch. Keine besonderen Reime in diesem Film. Reime gibt's nicht. Also wie gesagt, mit diesem Rad, da hast du richtig Spaß. Gerade wenn es Trails runtergeht oder wenn du mal so im Wald so einen Pferdeweg lang juckelst, ne, so richtig kachelst. Boah, das geht ab. Das Handling ist super. Ne, reagiert sofort. Ansprechverhalten ist prima. Wie gesagt, achten musst du darauf, wenn du schaltest, nicht volle Kanne schalten und gleichzeitig volle Kanne treten und gleichzeitig noch den Boost-Modus an. Dann kannst du ja schon mal gleich die Tasche aufmachen und doch Matsche. Dann kannst du dir gleich die Tasche aufmachen und dir ein neues Kettenschloss rausholen und die Kette wieder zusammenbasteln. So, ansonsten, guck mal, ey, voll der Vortrieb. Ne? Richtig schön. Berghoch, kein Problem. Bergab geht richtig die Post ab. Auf gerader Strecke super. Nach 2,5 Jahren ist der Akku noch so, ich würde mal sagen, top. Ne? Das Rad selber top. Kommt natürlich alles immer auf deine Fahrweise an. Du kannst dieses Ding innerhalb von einem Monat zerjuckeln, wenn du es dementsprechend nicht pflegsam behandelst. Ich muss euch sagen, ich habe Spaß mit. Ich kann da nichts anderes zu sagen, nichts Schlechtes. Wenn ihr negative oder positive Erfahrungen habt, schreibt es wie immer in die Kommentare. Ansonsten abonniert meinen Kanal und boah, was ist denn noch alles? Was kommt denn noch alles? Oh, ich habe noch so viel zu filmen. Ansonsten abonniert meinen Kanal. Bis dann, euer Bike Fritz.